Uhr ist endlich da. Guckt. Ha, könnt ihr euch noch an den hier erinnern? Ja, den habe ich erwischt und jetzt habe ich den Wecker. Guckt sie euch an. Rückseite knibbeln wir auch noch frei. Dann haben wir noch die zweite hier. Die vergleichen wir beide. Und natürlich das zweite Band, was an die dran muss. Und das tauschen wir auch. Und dafür brauchen wir das hier. Was es damit auf sich hat und wie die Uhren dann aussehen, das gucken wir uns jetzt gleich an. Ganz ruhig, Leute. Ich bin auch ganz aufgeregt. Hier ist sie jetzt. Guckt, 700 Stück weltweit gibt es nur davon. Das ist doch mal eine Ansage. Jetzt gucken wir uns erstmal genauer an. Rückseite pulen wir gleich ab. Hier schön die Schließe. Geil, dass er noch aufgetaucht ist, oder? Ihr könnt jetzt schon bei Casio-G-Shock die Uhr vorbestellen. Der Link ist unten in der Beschreibung. Wie gesagt, es gibt weltweit nur 700 Stück. Ihr müsst wahrscheinlich schnell sein, weil bei der 500er Auflage der letzten MRG, zeige ich euch hier nochmal, da ging es ja dann auch recht zackig und die wird ja schon teilweise über 10.000 Euro gehandelt. Und ja, also wer eine haben möchte, jetzt vorbestellen, wenn man überhaupt noch eine bekommt. Hier jetzt mal beide im Vergleich. Wir gucken uns das gleich aber auch noch mal von oben an. Mein Favorit ist ja nach wie vor die blaue, das mit dem Gold. Auch sehr nice, gar keine Frage. Die kann ich auch mal zum Business Meeting anziehen. Ja, glaubt ihr nicht, ist aber so. Hier ist am Handgelenk, bah, bam, 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 bam. Guckt euch das bitte mal an hier. Die bämmt ja nur. Aber auch hier wieder, wegen dem asymmetrischen Gehäuse, da drückt nichts. Echt super. Im direkten Vergleich die blaue, bah, bam, 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 bam. Genauso bam. Aber eben ein bisschen mehr Understatement, bisschen seriöser. Also, bah, richtig geiler Wecker. Die habe ich ja bereits ausführlich getestet. Alles unten in der Beschreibung. Sucht nach MRG Frogman in meinem Kanal, dann findet ihr das. Oder in meinem Blog. Und die Bänder riechen nach nix. Genauso muss es sein. Wie ist bei der schwarzen? Auch nach nix. Keine Chemie, nix. Ich rieche nix. So muss es sein. Ganz perfekt. Jetzt haben wir ja hier noch das zweite Band, was zur gelb-goldenen mitgeliefert wird. Und das gucken wir uns jetzt mal an, wie wir dieses Band wechseln. Das zweite Band wird praktisch geklebt, geliefert. Ich mache es mal ab. Zumindest hier an den groben Stellen. Die Schließe, da lasse ich es jetzt mal drauf. Extrem leicht, Leute. Mega Knaller. Kann man, es fasst sich auch schon wieder super stark an. Jetzt haben wir hier das Werkzeug. Und ihr seht jetzt hier, das Ding muss hier reingedrückt werden. Das da. Praktisch. So, und jetzt klicken wir hier drauf und schon kann ich hier an der Seite rausziehen. Seht ihr das? Zack, schon ist es ab. Zack, ist es ab. So, und jetzt kann ich das hier ganz einfach da dran legen. Klemm's hier rein. Zack, und schon ist es drin. So Leute, und schon haben wir gleich eine ganz neue Uhr. Guckt euch das an. Sieht auch gleich völlig anders aus. Knaller, oder? Boah, also finde ich auch mega. Also es ist gleich eine ganz andere Optik. Guckt euch das an hier. Ist auf jeden Fall auch für sehr große Handgelenke gedacht. Guckt, wie viel Platz hier ist. Das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie schnell sich das dann ändert, die Optik. So, und wenn ihr richtig Kohle habt, dann kauft ihr euch beide. Weil, dann könnt ihr nämlich auch das schwarze Band hier an die gelb-goldene packen. Und das machen wir jetzt nämlich mal. Machen wir jetzt hier mal eben schnell dran. Beim Reinmachen müsst ihr nicht den Pin drücken. Zack, fertig. So Leute, guck, es ist natürlich auch mega, ne? Also das ist das, was ich sage. Die sieht mit dem schwarzen Band hier natürlich auch echt super aus, ne? Mache ich gleich mal um. Passt auch perfekt. Das Band wird man, denke ich, nicht einzeln im Zubehör bekommen. Deswegen kauft euch beide Uhren, wenn ihr genug Kohle habt. Dann könnt ihr schön Bändlein wechselig spielen. Was sich meiner Meinung nach auf jeden Fall lohnt. Und jetzt machen wir das Titanband an die blaue dran. An dem Titanband die blaue. Ach, das ist doch wohl auch, Leute, guckt doch mal bitte. Ey, boah, kriege ich sofort eine Gänsehaut. Das passt doch wohl auch echt perfekt hier. Guck mal. Bah.
Sehr, sehr geil. G-Shock, ich hoffe, dass man die Bänder einzeln kaufen kann. Ah, das ist doch auch geil, ne? Und weil es so schön war, hier noch die gelb-goldene von oben am Handgelenk. Ja, bam. Die ist halt limitiert auf 700 Stück. Und das ist echt nicht viel. Und so sieht die Schraube aus, die da drin ist. Das war's. Können wir jetzt auch gleich mal eben die Rückseite abmachen. Ihr seht sie ja hier, die Rückseite, da ist jetzt noch der Kleber drauf, der Aufkleber. Da kommt jetzt gleich der Frosch zum Vorschein. Zack. Ja. Seht ihr, ne? Geil, ne? Boah, kriege ich auch schon wieder eine Gänsehaut. Sieht natürlich in Gold geil aus, ne? In meinem Vergleich der blaue. Schwierig rauszukitzeln, weil ziemlich dunkel. Ihr wisst ja, mein Objektiv murrt da immer rum. Hier seht ihr jetzt nochmal die Verpackung, wie die Uhr dann daherkommt, weil die Originalverpackung habe ich nicht hier. Und hier seht ihr nochmal ein paar coole Einzelteile. Lässt sich ganz einfach mechanisch alles auseinandernehmen. Da ist nichts geschraubt, nichts geklebt, nichts dergleichen. Hier mal ein Cover von der Live-Zerlegung in Hamburg, der Giftfrogman. Und das könnt ihr euch auch mal anschauen, wenn euch sowas interessiert, wie man die Uhr komplett zerlegt. Ansonsten gibt es auch ein erstes Video von dieser MRG, der goldgelbenen. Allerdings ohne Uhr, aber auch mit weiteren Details, falls ich hier etwas vergessen habe. Link auch unten in der Beschreibung, wie immer. Und hier auch nochmal das Datenblatt. Da findet ihr alle Infos zu der Uhr, Specs und so weiter. Macht Pause, guckt euch das in Ruhe an. So, und hier jetzt die zwei Videos. Da klickt doch jetzt bitte auf eins drauf. Entweder die MRG, was ich vorher gemacht habe, oder die blaue. Klick, 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 klick. Macht's gut.